im Allgemeinen muss man ja klarstellen, alles, was der Staat so ausgibt, ist ja immer mehr, als er einnimmt. Also der Staat kann auf zwei Art und Weisen Geld verdienen, wenn man es runterbricht. Das eine sind Steuereinnahmen, die Wirtschaft macht was und Menschen machen was und der Staat kassiert an jeder Stelle die ganze Zeit mit ab. So, das ist das eine, wie er Geld kriegt und das kann er dann ausgeben. Tatsächlich reicht das aber nicht. Das heißt, der Staat gibt mehr Geld aus, als er von seiner Wirtschaft erzwingt, abnimmt. Ja, das muss man ja auch sagen, die Wirtschaft macht das ja nicht freiwillig. Gibst du ja dieses Geld nicht ab in Form von Steuern, dann kommt ja jemand vorbei und steckt dich ins Gefängnis. Du kannst nichts dagegen machen. Gerade Unternehmen können nicht ohne weiteres so ein Land verlassen. Die haben eine Wegzugsteuer, dann wird denen richtig viel abgenommen. Also das ist schon eine Art Zwang. Und mit diesem Zwang versucht der Staat ja dann Dinge umzusetzen, aber meistens reicht es trotz dieses Zwangs nicht aus, das alles zu finanzieren. Wäre auch doof, weil die Unternehmen und die Menschen könnten auch jemand sagen, wir investieren zum Beispiel in private Schutzunternehmen, die uns vor so einer Zwangsabgabe schützen. Das heißt, wenn der Staat das verhindern wollen würde, müsste er das Gleiche tun. Er wäre also Marktteilnehmer und der Staat wäre dabei eben nicht effizienter, weil er viel größere Strukturen hat. Bedeutet, der Staat kann gar nicht eine Gesellschaft zwingen, Steuern zu zahlen. Das kann er nur mit einem einzigen Mechanismus, indem er Geld druckt. Das heißt, das, was er nicht durch Steuern eingenommen hat, nimmt er durch die Steuer der Geldmengenausweitung ein, indem er der gesamten Gesellschaft den Geldwert entzieht und den für sich selber vereinnahmt und nutzt. Das heißt, ja, wenn 60 Milliarden für irgendwas nicht aufgebracht werden, liegt das schlichtweg daran, dass man entweder seine eigenen Unternehmen nicht genug Geld abgeknüpft hat oder nicht genug Geld gedruckt hat. Beide Prozesse stören aber das eigentliche System im Großen und Ganzen nicht. Ja, ist täglich Brot. Ist deren Job. Das ist der Job des Staatsapparates. Ja. Der eigenen Gesellschaft Geld abnehmen und wenn der Zwang nicht reicht, einfach nehmen, ja, indem man druckt. Das ist die Perversion, wenn du einem Geldsystem unterliegst, dem du vertrauen musst. Du musst dann hoffen, dass diese Mechanismen nicht dazu führen, dass das Schaden verursacht. Schwer vorzustellen, verstehe ich, ist auch nicht nur schwer vorzustellen, ist auch unmöglich. Zumindest zeigen 2000 Jahre Menschheitsgeschichte, dass es noch nie gut gegangen ist. Noch nicht ein einziges Mal. Ja, aber die Hybris der heutigen Zeit ist, wird schon alles gut gehen. Ja. Diesmal machen wir es richtig. Diesmal haben wir so tolle Strukturen und Demokratie drum gebaut, dass es diesmal nicht zu Schaden führt. So die Annahme, so die Hybris. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen, dass der Zustand immer schlechter wird, alles immer teurer wird, die Welt leider immer weiter auseinanderbricht, immer mehr Konflikte entstehen. Das ist eben die Folge aus dem Ganzen. Aber es gibt eine Lösung. Und das Schöne ist, gäbe es diese schlimme Situation nicht, wie sie jetzt gerade ist, gäbe es auch kein Bitcoin. Bitcoin ist deswegen entstanden, weil das System, das Fiat-System diese Probleme erzeugt. Und Bitcoin ist die Lösung dafür. Ganz einfach. Das ist die Alternative. Eine freiwillige Alternative, die man einfach wählen kann jetzt. Das ist der große Unterschied zwischen Fiat und Bitcoin. Du hast bei Fiat keine Wahl. Du musst deine Steuern in Euro abgeben. Du kannst da nicht hingehen und sagen, kann ich meine Steuern auch in Gummibärchen bezahlen? Oder in Backstein? Das geht nicht. Du musst in Euro bezahlen. Bitcoin ist es egal. Bitcoin ist eine Freiwilligkeit. Kannst du benutzen, kannst du nicht benutzen. Es gibt keinen, der dich zwingt. Aber es gibt jemanden, der dich zu Euro zwingt. Das ist der Unterschied. Das eine System funktioniert mit Zwang, das andere System funktioniert auf Basis von Freiwilligkeit. Und dann gibt es hier diese Leute, die euch erzählen wollen, dass Freiwilligkeit was ganz Schlechtes ist. Terror, Kriminalität, hochspekulativ, diese Freiheit. Komm in unser Zwangssystem. Wir brauchen mehr Zwangsregeln, dann wird hier alles wieder gut. Mehr Zwang für die Menschen, dass sie bloß keinen Blödsinn machen können, die blöden Menschen. Ja, es ist so bitter, weil es wahr ist. Es ist klar, vollkommen überspitzt, ich weiß das, aber es ist trotzdem so bitter, weil es wahr ist. Versteht ihr, der Mensch, der gewöhnt sich an jeden Umstand. Und du bist irgendwann in so einem Umstand drin und denkst dir, wie sind wir hier gelandet? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir uns an diesen Umstand gewöhnt haben und den für normal erachtet haben? Und das gibt es ja auch in der Psychologie überall, diese Beispiele von Menschen, die in toxischen Beziehungen leben, geschlagen werden im schlimmsten Fall. Und wenn euch sowas passiert, holt euch professionelle Hilfe. Ja, das meine ich ganz ernst, weil manchmal rutschen Menschen in solche Lebenssituationen rein und merken das gar nicht. Und wir sind eine globale Gesellschaft, die in so einer toxischen Beziehung zu unserem Staat gerutscht ist. Und ein paar merken das, aber die meisten denken immer noch, ja, die Welt ist in Ordnung, ist alles okay so. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie verrückt das ist, was uns hier alles umgibt. Wie verrückt die Basis unserer gesellschaftlichen Strukturen mittlerweile ist. Weil wir noch irgendwie ein Stück weit das Gefühl von einer Struktur haben.
Aber es ist bei weitem nicht gut. Bei weitem nicht gut. Und es wird nicht besser. Das ist das Problem. Es wird einfach nicht besser. Und wenn ich sehe, welche Mechanismen da angestrebt werden, um diese Struktur wieder zu reparieren, dann graut es mir. Immer mehr Überwachung, immer mehr Kontrolle, immer mehr Nachvollziehbarkeit der Bürger. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und auf der anderen Seite, weil die so in diese Extremen abrutschen, wird Bitcoin immer interessanter für die Menschen. Wäre das nicht der Fall, dann würden die Leute weiter in dieser toxischen Beziehung leben, ist ja noch auszuhalten, ist nicht ganz so schlimm, geht schon irgendwie. Dann gäbe es gar keinen Grund, sich für Bitcoin zu entscheiden. Warum denn dann auch? Ist doch alles gut. Es muss eher schlimmer werden, damit es besser wird. Der Grund ist, erst wenn es schlimm wird, sind die Menschen offen für die Lösung. Und das macht das Ganze so ambivalent, so verrückt. Ja, das System wird nicht besser. Sauer sein können wir da aber auch nicht wirklich. Ohne Problem keine Lösung. Es ist ein Yin und Yang. Es ist einfach das Gleichgewicht der Natur, das Gleichgewicht des Lebens. Macht euch mal wirklich bewusst, es gäbe Bitcoin nicht. Und ihr würdet heute diese Dinge sehen. Da würde man doch verrückt werden. Vor allem, was wäre denn die Lösung? Sich auf diesen ganzen Quatsch einzulassen, vorne mitzudiskutieren mit Mistgabeln und Fackeln. Die Lösung ist ein hartes Geld. So simpel. Wir brauchen keinen Aufstand, wir brauchen keine Randale, wir brauchen keinen Widerstand. Alles, was wir tun müssen, ist sparen. Es ist so einfach, so locker, so simpel. Entzieht diesem Fiat-System die Kaufkraft. Spart in einem knappen Gut, was euch nicht weggedruckt werden kann, nicht weginflationiert werden kann, nicht gestohlen werden kann. Einfach nur sparen. Ist so simpel, so friedlich, so freiwillig. Genial, oder? Ist das nicht genial? Und man kann hier so sitzen in seinem Zen, in aller Seelenruhe. Fiat World brennt ab und man denkt sich einfach, ja, die Welt ist schön. Auf uns wartet eine wundervolle Welt mit einem harten Geld, mit der Möglichkeit auf Fairness, mit der Möglichkeit, jedem Menschen die gleichen Chancen zu geben. Das ist das, was in Zukunft auf uns wartet. Was würde auf uns warten, wenn wir Bitcoin nicht hätten? Auf uns würde warten, denselben Quatsch, den wir seit 2000 Jahren machen, wieder von vorne zu tun. Und wieder eine Gesellschaft auf Basis eines korrumpierbaren Geldes aufzubauen, die wieder zusammenbrechen wird, irgendwann. Und dann nach mir die Sinnflut, ja, sind dann morgen unsere Probleme. Wieder Aufruhr, Aufstand, Mord und Totschlag. Was ist das für ein Ausblick? Was für eine Dystopie. Und ich habe diese negativen Gefühle gar nicht für die Zukunft, weil ich höre diese ganzen Dinge aus der Politik und ich denke mir immer nur, wen wundert's? Wir wissen doch, welche Schäden Fiat verursacht. Aber es ist so wundervoll, weil wir haben eine Lösung. Eine Lösung, die nur für euch, fürs Individuum ist. Jeder, der möchte, kann das nutzen. Keiner muss. Und so friedlich, so genial. Es ist einfach nur genial. Und von daher, ja, ich habe keine negativen Gefühle. Und wenn die Bundesregierung 60 Milliarden verschlammt hat, who cares? Das sind doch auch keine Summen mehr. Komm, sei doch mal ehrlich. Wen tut das denn noch weh?